Objektnummer SCP-046-DE. Klassifizierung Euklid. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-046-DE muss in einem 10 x 10 Metern großen partikelfreien Stahlraum gesichert werden. Dieser Raum ist nur durch eine Systemschleuse mit mehreren Luftreinigungssystemen zugänglich, um die Einführung zusätzlicher Partikel in die Aufnahmekammer zu verhindern. In der Mitte des Raumes muss sich ein schwarz gestrichener Stuhl befinden, um den stillen Zustand des Subjektes zu ermöglichen. Jede Art von Partikeln in der Luft sind für SCP-046-DE leicht spürbar und können in größeren Mengen das Subjekt aus seinem stillen Zustand wecken. Zugang zu SCP-046-DE ist nur für Personal mit Zugriffslevel 3 oder höher gestattet. Beschreibung. SCP-046-DE ist ein 2,3 Meter großer Humanoid. Es besteht aus bandartigen langen Strängen, die aus menschlichem Fleisch, Organen und Haut bestehen. Es ist vollständig schwarz. Gentechnischen Analysen zufolge ist seine DNA weitgehend menschlich und die schwarze Färbung ein genetisches Phänomen. Das Subjekt besitzt unter seinem verschleierten Kadaver ein verformtes menschliches Skelett, welches ebenfalls schwarz gefärbt ist. SCP-046-DE ist in der Lage, massiven körperlichen Schaden ausgesetzt zu werden. Bewegungen des Subjektes hören sich wie das Reiben von Fleisch an und sind bis auf Hals- und Nackenbewegungen sehr langsam. Die meiste Zeit befindet sich SCP-046-DE in seinem sogenannten stillen Zustand. Wird das Subjekt durch kleine Partikel oder Präsenz einer Lebensform gestört, erwacht SCP-046-DE aus seinem stillen Zustand und sieht sich hektisch im Raum um. Als Störungen werden folgende Abläufe aufgezählt: schnelle Bewegungen, laute Schritte und Geräusche, starkes Atmen, Schweiß, welcher auf den Boden tropft, ein Luftzug oder Partikel, welcher SCP-046-DE berührt. Wenn SCP-046-DE eine Lebensform im Raum durch einen dieser Abläufe identifiziert hat, wird es langsam aufstehen und mit gekrümmtem Kopf und Rückenhaltung auf die Person zukommen. Wenn sich die Zielperson leise davon schleicht oder ruhig im Raum stehen bleibt, wird SCP-046-DE den Raum durchqueren, um die Person ausfindig zu machen. Das Subjekt wird den Raum für höchstens 15 Minuten mehrmals abgehen, bis es sich wieder zurück auf den Stuhl setzt und in seinen stillen Zustand zurückkehrt. Wenn die Zielperson aber weitere Abläufe, siehe oben, wiederholt, zum Beispiel laute Geräusche, wird SCP-046-DE die Person ausfindig machen und mit seinen strangartigen Bändern diese einbinden und festhalten. Eine Testperson wurde für mehrere Tage in SCP-046-DE strengen gehalten und fand durch Unterernährung den Tod, siehe Testlog 046-DE-03. Es gibt keine Möglichkeit, sich aus den Strängen von SCP-046-DE zu befreien, da sich das Subjekt bisher jeglichem körperlichen Schaden gegenüber als resistent erwies. Anhang 01. Während des Eindämmungsbruchs am 1900 in Standort DE-19 brach SCP-046-DE in Sektor 33 aus und zeigte eine noch bisher unbekannte Wirkung auf andere humanoide Wesen. SCP-046-DE infizierte SCP neutralisiert mit einem unbekannten Virus. SCP wurde in seiner standard-humanoiden Zelle mit einem aufgerissenen schwarz gefärbten Körper tot aufgefunden. Die Organe von SCP konnten nicht mehr identifiziert oder gefunden werden. Bisher ist unklar, ob sie nun in SCP-046-DE enthalten sind oder in irgendeiner Weise verschlungen wurden. Anscheinend lebte SCP für mehrere Stunden als eine Art von SCP-046-DE weiter, bis es verstarb. Anhang 02. Zensiert nach dem Eindämmungsbruch wurde eine weitere tote infizierte Art von SCP-046-DE gefunden. Zerfetzte D-Klassenkleidung bestätigte, dass es sich bei der Person um D1614 handelte, welcher sich in Korridor G3 auf den Toiletten versteckte. Testlog 046-03. Subjekt D9021. Datum 17. Mai 2000 7 Uhr. Test. D9021 betritt den Raum von SCP-046-DE und soll laute Schreie von sich geben. Ergebnis: SCP-046-DE schaut sich hektisch um,
steht auf und bewegt sich langsam auf D9021 zu. Daraufhin bekam D9021 den Befehl, sich wieder geräuschlos aus dem Raum zu bewegen. Test Nummer 2. Subjekt D9391. Datum 3. Juni 2000 12:15 Uhr. Test D9391 soll den Raum von SCP-046-DE betreten und mehrmals auf den Boden spucken. Ergebnis: SCP-046-DE schaut sich hektisch um, steht auf und bewegt sich langsam auf D9391 zu. Daraufhin gab Dr. via Kopfhörer den Befehl, sich wieder geräuschlos aus dem Raum zu bewegen. Test Nummer 3. Subjekt D9481. Datum 24. Juli 2000 9 Uhr. Test D9481 soll den Raum von SCP-046-DE betreten und SCP-046-DE berühren. Ergebnis: Nach lauter Weigerung von D9481 ist SCP-046-DE aufgeschrocken und aus seinem stillen Zustand erwacht. D9481 hat begonnen, an die Zugangstür zu schlagen und um Hilfe zu rufen. Daraufhin näherte sich SCP-046-DE langsam D9481 und schloss ihn mit seinen schwarzen Strängen in sich ein. D9481 schrie 3 weitere Stunden, bis ein Strang von SCP-046-DE seinen Mund verschloss. D9481 konnte auf keine Weise aus der Zelle befreit werden, starb höchstwahrscheinlich an Unterernährung und löste sich nach einigen Wochen im Subjekt unerklärlich auf. O41. Interne Auswertung. Die vorliegenden Daten zu SCP-046-DE zeigen ein Objekt, dessen Gefährlichkeit nicht aus Aggression oder Geschwindigkeit resultiert, sondern aus seiner Reaktion auf Präsenz. SCP-046-DE ist kein aktiver Jäger, es sucht nicht, es wartet. Seine sogenannte stille Phase ist kein Ruhezustand im klassischen Sinn, sondern ein hochsensibler Wahrnehmungsmodus, der selbst geringste Störungen als Bedrohung registriert. Die bisherigen Eindämmungsmaßnahmen sind funktional, jedoch nur unter der Annahme, dass menschliche Fehler minimiert werden können. Genau hier liegt das strukturelle Risiko. SCP-046-DE reagiert nicht auf bewusste Provokation allein, sondern auf unwillkürliche biologische Prozesse: Atmung, Schweiß, Luftverwirbelungen. Damit ist jede Interaktion mit dem Objekt inhärent instabil. Absolute Ruhe ist kein Zustand, den Menschen dauerhaft aufrechterhalten können. Besonders kritisch ist der Vorfall während des Eindämmungsbruchs an Standort DE-19. Die Fähigkeit von SCP-046-DE, andere humanoide Anomalien zu infizieren oder zumindest strukturell zu verändern, stellt eine qualitative Eskalation dar. Die Tatsache, dass SCP über mehrere Stunden hinweg als eine Art sekundäre Manifestation von SCP-046-DE existierte, deutet darauf hin, dass das Objekt nicht nur konsumiert, sondern integriert oder repliziert. Ob es sich dabei um einen parasitären, viralen oder ontologischen Prozess handelt, ist derzeit ungeklärt. Aus O4-Sicht ist SCP-046-DE daher nicht nur als einzelnes Euklid-Objekt zu bewerten, sondern als potenzieller Ausgangspunkt für eine Klassenverschiebung, sollte eine kontrollierte Übertragung reproduzierbar sein. Die derzeitige Einstufung berücksichtigt primär das beobachtete Verhalten, nicht jedoch das volle Ausmaß der Konsequenzen eines erneuten Eindämmungsversagens. SCP-046-DE erinnert uns an eine fundamentale Wahrheit der Eindämmung. Nicht jede Bedrohung ist laut, schnell oder offen feindlich. Manche Anomalien sind gefährlich, weil sie Stille erzwingen und jede Abweichung davon bestrafen. Kontrolle über SCP-046-DE bedeutet nicht, es zu dominieren, sondern die eigene Präsenz zu minimieren. Und selbst dann bleibt ein Restrisiko bestehen. Ich empfehle eine fortlaufende Neubewertung der Klassifizierung sowie die strikte Trennung von SCP-046-DE und sämtlichen humanoiden Anomalien. Dieses Objekt verzeiht keine Nähe. O41.